Mein Thema lautet unerfüllter Kinderwunsch und Schilddrüsenunterfunktion. Ich darf mich kurz vorstellen, mein Name ist Dr. Erich Putz, ich bin Arzt im Ruhe- oder besser ausgedrückt im Unruhestand und setze mich mit Stoffwechselkrankheiten auseinander. Es klingt verwunderlich. Eine Schilddrüsenunterfunktion, sprich Hypothyreose, auch als Morbus Hashimoto bezeichnet, kann verantwortlich sein für einen unerfüllten Kinderwunsch. Die Werte der Hormone TSH und Prolaktin, ausgeschüttet von der Hirnanhangdrüse, sind dabei im Blut erhöht und verhindern den Eintritt einer Schwangerschaft. TSH wirkt in erster Linie auf die Schilddrüse, Prolaktin hingegen in erster Linie auf die Brustdrüse. Prolaktin wird als das Milchhormon schlechthin bezeichnet. TSH stimuliert die Schilddrüse je nach Bedarf zur verstärkten Produktion der jodhaltigen Hormone Thyroxin, das ist FT4, und Triiodthyronin, das ist FT3. Im Falle einer Hypothyreose leider vergebens, sodass das TSH hoch bleibt. Die neuen Richtwerte für TSH sind 0,4 bis 2,5 Millieinheiten pro Liter im Blut und werden auch vom Deutschen Ärzteblatt so schon seit Jahren publiziert. Einen TSH-Wert über 2,5 Millieinheiten pro Liter im Blut bezeichnet man bereits als subklinische Hypothyreose. Leider wird mitunter noch immer an den alten Richtwerten von 0,2 bis 4,3 Millieinheiten pro Liter Blut festgehalten und die neuen werden zudem als strittig bezeichnet, sodass eine Behandlung mitunter unterbleibt. Auch in der Ärztezeitung und nicht nur im Ärzteblatt wird der neue Richtwerte bereits diskutiert und auf Studien in den USA verwiesen. Vom weithin bekannten Kinderwunschzentrum Nürnberg werden auf der Webseite die angeführten neuen Richtwerte für TSH sogar noch enger, noch schmäler gefasst. Gott sei Dank ist nunmehr unstrittig, dass bei einem unerfüllten Kinderwunsch die neuen Richtwerte für TSH, nämlich 0,4 bis 2,5 Millieinheiten pro Liter, angewandt werden müssen, wie medizinische Fachzeitschriften und auch Kinderwunschzentrum publizieren. Ein Durchbruch, somit wird die subklinische Hypothyreose auch als behandlungsbedürftig erklärt. Das heißt, bei TSH-Werten über 2,5 Millieinheiten pro Liter, aber normalen Schilddrüsenwerten muss bereits therapiert werden. Ich frage mich natürlich schon, nur bei unerfülltem Kinderwunsch? Nun ein paar Worte zu Prolaktin. Prolaktin ist wie gesagt das Milchhormon schlechthin, regt das Brustwachstum während der Schwangerschaft an und fördert die Milchbildung während der Stillzeit. Die Richtwerte für Prolaktin sind bei der Frau 3,8 bis 23,2 Mikrogramm pro Liter, beim Mann 3,0 bis 14,7 Mikrogramm pro Liter. Ein Prolaktinwert über 25 Mikrogramm pro Liter im Blut muss schon als denkbar ungünstig bezeichnet werden für den Eintritt einer Schwangerschaft.
Man spricht dann bereits von einer Hyperprolaktinämie, also von einem zu hohen Prolaktinangebot im Blut. Nicht nur eine vermehrte TSH-Ausschüttung im Rahmen einer Hypothyreose kann den Prolaktinspiegel im Blut erhöhen, sondern auch die Einnahme von Tranquilizern. In seltenen Fällen ist ein sogenanntes Prolaktinom, das ist ein kleiner Tumor in der Hirnanhangdrüse, dafür verantwortlich. Auch der Jodgehalt im Urin muss bestimmt werden, um einen Jodmangel durch die Nahrung auszuschließen und so auch eine Hypothyreose auszuschließen. In der Regel besteht jedoch eine Jodverwertungsstörung in der Schilddrüse und nicht ein Jodmangel in der Nahrung. Freilich muss zu den Laborbefunden auch ein Ultraschallbild gemacht werden. Nun zur Therapie. Eine jodarme Diät ist unumgänglich, wenn kein Jodmangel in der Nahrung gegeben ist. Meiden jodhaltiger Aerosole, das heißt kein Einatmen jodhaltiger Luft, verursacht von Desinfektions- oder Konservierungsmitteln. Meiden von Schilddrüsenblockern, wie zum Beispiel Fluor in Zahnpasten und Brom zum Beispiel als Flammschutzmittel in Tapeten oder im Laptopgehäuse. Zusätzlich muss natürlich die Einnahme des jodhaltigen Hormons Thyroxin über Tabletten erfolgen für eine gewisse Zeit oder auch länger, je nachdem, wie die Befunde sind. Das Meiden jodhaltiger Lebensmittel bzw. Aerosole, aber die Einnahme jodhaltiger Schilddrüsenhormontabletten ist kein Widerspruch. Die Erhöhung des Thyroxinspiegels im Blut durch die Medikation sorgt einerseits für eine gesicherte Jodversorgung durch die Schilddrüsenhormone. Andererseits bewirkt sie eine Abnahme des TSH-Wertes und der Autoantikörper im Blut, weil nunmehr die Schilddrüse mit der Erzeugung der Schilddrüsenhormone kaum beansprucht wird, also gleichsam auf Sparflamme läuft. Somit kann die Schilddrüse ausheilen. Schließlich handelt es sich um eine autoimmunbedingte Entzündung der Schilddrüse, die mit einer Jodverwertungsstörung in der Regel einhergeht. In der Regel fällt zugleich auch der Prolaktinspiegel. Blut- und Harnkontrollen sind in kurzen Abständen nötig. Ein Jodgehalt im Urin von 150 Mikrogramm pro 1 Gramm Kreatinin ist ausreichend für den Eintritt einer Schwangerschaft. Und während der Schwangerschaft sollte er jedoch über 200 Mikrogramm pro 1 Gramm Kreatinin liegen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.